Ja, liebe Freunde, liebe Zuhörer, und wieder mal sitze ich hier mit Biene. Heute greifen wir das Thema vom letzten Mal auf. Es geht wieder um Avalon. Wir tauchen etwas tiefer in die Details ein, die Ausbildungen, dort, wo wir beim letzten Mal gestoppt sind. Hallo Benny. Hi Biene. Ja, die Ausbildung beim letzten Mal zum Magier und zum Priester. Da hast du ja auch schon in früheren Zeiten mal drüber erzählt, wie gehaltvoll, also für unsere Zeit tatsächlich extrem gehaltvoll diese Ausbildungen waren. Ja, und mit vielen Entbehrungen, wenn man sich für einen Weg entschieden hat. Also das ist ja auch der Unterschied zu dem heutigen Zeitalter. Heute ist man da viel freier. Ja, man kann, um das besser zu verstehen, was ich jetzt gleich dann sage über Avalon, ist vielleicht ganz gut, das im Vorfeld zu sagen. Also heute kann man ja mehrfach zum Beispiel einen Weg verlassen und trotzdem wieder zurückkommen. Man kann sich ausprobieren und kann sagen, das gehe ich mal dahin und schau das mal und so. Es war in Avalon anders. Was bedeutet das genau? Also in Avalon hast du sehr viel Zeit damit verbracht, erstmal auch zu schauen, wo sind meine Fähigkeiten? Also was möchte ich eigentlich spirituell, wo soll mich dieser Weg hinführen, den ich einschlage? Ja? Und jetzt bleiben wir mal einfach beim magischen Weg, oder? Weil diese magischen Energien in Avalon sehr präsent und sehr wichtig waren. Mhm. Und wenn du zu der Entscheidung gekommen bist, dass du dich zum Magier ausbilden lassen möchtest, dann war das noch lange nicht so, dass du das hast können. Also du konntest jetzt nicht einfach für dich bestimmen, also du konntest es natürlich schon, aber es war nicht gleichgesetzt mit Zwerchmagier. Also du musstest da schon verschiedene Prüfungen durchlaufen. Auf dich kam dann ein Merlin zu. Und dann ist auch wichtig, dass die Menschen, dass man das mal versteht. Es gibt wie Todd, den einen Todd, gibt es einen Merlin, aber ganz viele energetische Avatare, die sich auch Merlin genannt haben, die praktisch auch Avatare waren und die gleichen Prägungen hatten. Und du wurdest dann von einem Merlin aufgesucht und musstest erstmal viele Fragen beantworten. Dann wurde natürlich auch dein Lichtkörper angeschaut. Wie weit bist du ausgedehnt? Was ist deine Absicht? Warum möchtest du das machen? Ist ja auch viel noch nonverbal passiert in Avalon. Es war zwar schon eine Sprache, diese sogenannte Priestersprache. In Avalon hat man ganz anders gesprochen. Aber es war auch sehr viel noch nonverbale, energetische Kommunikation. Und das hat ein Merlin mit dir gemacht. Und dann musstest du verschiedene Prüfungen durchlaufen. Und wenn du die geschafft hast, dann hast du sozusagen das Okay gekriegt, dich zu einem Magier ausbilden zu lassen. Aber war es nicht so, dass du schon, weil du mal was Ähnliches gesagt hattest, dass du eigentlich schon, bevor du überhaupt zu diesem Punkt gekommen bist, dass ein Merlin auf dich zugekommen ist, sind wahrscheinlich schon viele Inkarnationen vergangen, in denen du auf gewisse Dinge geprüft worden bist? Kann das sein? Ja, also ich möchte halt nicht zu kompliziert machen. Ja? Das ist eigentlich ein schönes Bild, wenn du das erklärst. Früher war das ja so, also das war auch noch in den Anfängen des goldenen Zeitalters so, dass wenn jemand, also ich sage es jetzt mal ganz menschlich, mit menschlichen Worten, dass man das besser versteht. Wenn jemand gestorben ist, dann gab es diese sogenannten 12 Bewusstseinsstufen. Und je nachdem, auf welcher Stufe dieser Mensch im Leben war, hat er wieder inkarniert auf derselben Stufe. Und du musstest halt, um ein Magier zu werden, musstest du auf der 9. Bewusstseinsstufe sein, dass es überhaupt in Betracht gezogen wurde, dass ein Merlin dich aufsucht. Mhm. So kann man es vielleicht am besten verstehen. Und was da auch sehr wichtig war, dass du die Verbindung zu deinem Einhorn hattest, also mehr wie zu deinem Drachen. Drachen war eher atlantische Zeiten, also ein Verbindungsstück oder eine energetische Verbindung zu dir. In Avalon war es eher das Einhorn. Und nur wenn dieser Merlin gesehen hat, dass du diese
energetische Verbindung hast, wurdest du ausgewählt. Ja, also das hat einfach wirklich lange gedauert, bis dann tatsächlich du diesen magischen Zyklus durchlaufen konntest. Ja. Na, das ist ja, wie gesagt, das ist ja der größte Teil, erstmal bis zur 9. Stufe zu kommen halt, ne? Ja, auch das natürlich. Ja. Mhm. Um das ein bisschen abzukürzen, wenn das dann sozusagen alles gepasst hat, wurde dieser Merlin, der dich aufgesucht hat, sozusagen dein persönlicher Lehrer. Also der dich begleitet und beraten hat. Gleichzeitig war es in Avalon so, dass die Naturgeister noch sehr präsent war. Die haben mit den Menschen gelebt, die haben sie unterstützt. Und du hattest auch einen Naturgeist oder mehrere Naturgeister an deiner Seite und auch ein Medium, ja, was hattest du auch an deiner Seite. Und dann hast du diesen Zyklus begonnen und der war wirklich schwierig zu gehen. Also das ist nicht mehr zu vergleichen mit jetzt die heutigen Schritte oder Ein Wochenendseminar. Oder ein Seminar oder irgendwas. Das war wirklich, wirklich schwierig. Und die wenigsten haben das dann auch tatsächlich geschafft. Was war denn so schwierig? Also du musstest erstmal schon dich der menschlichen Liebe entsagen. Du musstest das, was ja in Avalon auch so wichtig war, weil man das ja gerade auch erstmal wirklich so erfahren hat, die richtige menschliche Liebe, die Freiheit, das musstest du für so einen Zyklus aufgeben. Also du musstest Dich dem Höheren widmen. zu 100% mit allem, was du bist, musstest du dich diesem Zyklus zuwenden. Und da wurde einfach von dir verlangt, dass nichts von außen dich stören kann. Also das war schon mal schwierig. Ja? Und dann war es so, dass du als Magier natürlich bestimmte Lernaufgaben hattest. Also du musstest lernen, wie nimmt man Energien auf? Wie schaut ein Lichtkörper aus? Wie kannst du Energien bündeln? Wie kannst du diese Energien so bündeln, dass sie sich übertragen lassen? Wenn du das alles gelernt hast, hast du ein Hilfsmittel bekommen und das war der Zauberstab. Mhm. Und das war schon eine Art, heute würde man sagen, Zwischenprüfung. Wenn du die bestanden hast, hast du eben einen Zauberstab überreicht bekommen. Sind da viele hingekommen zu dem Punkt? Ja, die waren schon in großer Absicht. Also wie gesagt, in Avalon war es ja auch noch so, wenn du dich für etwas entschieden hast, hast du dich entschieden. Da war die Absicht noch eine ganz andere. Mhm. Ja, natürlich hat es auch welche gegeben, die aufgegeben haben oder nicht durchgekommen sind, aber bis dahin jetzt mal waren es schon viele. Und dann war das aber auch nicht so, dass der Merlin dir jetzt einen Zauberstab überreicht hat, sondern du musstest dir einen Zauberstab suchen, der für dich bestimmt war. Das hast du mit deinem Einhorn gemacht und das war auch nicht ganz einfach. Ja, ich glaube, das musst du ein bisschen genauer erklären. Das hast du mit deinem Einhorn gemacht. Wie schaut denn sowas aus? Ich hoffe halt, dass das auch die Leute nachvollziehen können oder glauben können oder so, aber es war halt so. Gell? Du bist dann wirklich mit deinem Einhorn in die Wälder des Zaubers geritten, um diesen einen Zauberstab, der für dich bestimmt ist, zu finden. Wenn du den nicht gefunden hast, warst du eh weg. Also konntest du nicht mehr weitermachen. Also was da so herausfordernd war, ist, dass du vollkommen deinen Einhorn vertrauen musstest. Also dein Vertrauen wurde praktisch geprüft. Es wurde jetzt nicht geprüft, ob du gut suchen kannst oder ob du gut spüren kannst, sondern wie sehr vertraust du. Und das Einhorn ist ja um einiges im Bewusstsein höher vom Energetischen. Und wenn es sehr mit dir verbunden ist, dann führt dich das zu Dimensionstore, wo sozusagen dieser Zauber innewohnt. Und dort gibt's eben diese Hilfsmittel, diese Zauberstäbe. Und da musstest du dann erspüren, erst war das Vertrauen gefragt mit dem Einhorn, dass
Einhorn dich führt. Und wenn du dann angekommen bist und das Vertrauen sozusagen gelebt hast, dann war die nächste Herausforderung das Fühlen. Also du musstest fühlen, welcher Zauberstab gehört zu dir. Das musstest du erfüllen. Wenn du das erfüllt hast, hast du ihn mitgenommen und zu deinem Mehrling gebracht. Mhm. Dann wurde er mit Priestersprache, mit einer bestimmten alten Priestersprache, die nur diese Magier und Priester sprechen durften, wurde dieser Zauberstab besprochen. Dann wurde er dir überreicht. Und in dem Augenblick, wo er dir überreicht wurde, hat er sozusagen zum Leuchten begonnen, hat Funken gesprüht. Also das war das Zeichen dafür, dass es genau dein Hilfsmittel, dein Zauberstab ist. Und somit bist du in den nächsten Zyklus gegangen. Also du warst dann schon du durftest die noch nicht Magier natürlich nennen, aber du warst ein Stück weiter in deiner Ausbildung. Und dann ging es weiter mit eben, wie überträgst du diese Energien auf deinen Zauberstab, die du aufnimmst? Was kannst du mit diesem Zauberstab überhaupt bewirken? Für was nimmst du den? Und wie sprichst du mit dem? Also heute ist es ja so, dass man mit so Hilfsmitteln kaum noch spricht und die nicht als lebendig ansieht. Gell? Das aber in Avalon, und ich versuche es auch in der heutigen Zeit den Leuten immer wieder zu sagen, das ist lebendig. Mhm. Bitte, bitte, glaubt mir das ist lebendig. Und umso öfter du da also mit dem Hilfsmittel sprichst, umso lebendiger wird's ja. Ja, also umso mehr verbindet sich's mit dir. Und das war ein Teil dieser Aufgabe. Da hast du dann einfach sehr viel Prüfungen ablegen müssen, mit Materialisieren, mit Energien verschieben, mit Energiewirbelungen. Wie erzeugst du einen Energiewirbel, der notwendig ist, um ein Dimensionstor zu öffnen? Wie gehst du über eine energetische Grenze, dass du etwas tun kannst, was andere nicht tun können? Darfst du über diese Grenze gehen? Also das war so dieser Teil. Und dieser Zyklus ist geendet oder ist beendet worden mit Prüfungen, dass du deinen Merlin sozusagen ein von ihm erschaffenes kleines Dimensionstor öffnest und dort etwas materialisierst. Allein mit deinem Hilfsmittel, mit dem Zauberstab. Und mit deiner Energie natürlich. Ja. Und wenn du das erreicht hast, bist du in den nächsten Zyklus gekommen, und der nächste Zyklus hört sich jetzt sehr einfach an, war aber einer der schwierigsten, finde ich jetzt, Zyklen. Du musstest diese Sprache lernen. Und bei dieser Sprache durftest du nur eben bestimmte Wörter benutzen. Also jeder, der vielleicht schon mal einen Kurs in Wundern vollzogen hat. Da ist es ja auch so, dass man viele Wörter nicht mehr nutzen darf. Und da war das noch viel extremer. Also du durftest in dieser, ob man es jetzt Avatarsprache oder magische Sprache oder Priestersprache nennt, du durftest nur noch mit bestimmten Tönen dich verständigen, um diese Energie ganz rein zu halten. Also dass nichts, keine Dualitätsenergie, dass nichts da aufgenommen wird. Das war, finde ich, sehr schwierig. Wenn das abgeschlossen war, also bist du in den nächsten Zyklus eingetaucht, und so geht's halt weiter und weiter. Also bist immer höher gestiegen mit deinen Fähigkeiten, und zum Schluss war das dann wirklich so, dass es mit einer Krönung beendet wurde. Also es wurden sehr viele eingeladen, sehr viele Avatare, sehr viele Naturgeister, sehr viele Magier, und dann wurdest du praktisch in einem Ritual
was auch wieder mit Singen sehr viel zu tun hat, mit bestimmten Tönen, wurde das Ritual dann vollzogen und es wurde dir, so nennt man das, den Stab der Wunder überreicht. Das war das Zeichen dafür, dass du diesen Titel Merlin für dich tragen darfst. Dann warst du ein ausgebildeter Merlin. Und das ist jetzt alles, was du erzählt hast, in einer Inkarnation passiert. Also das, was ich jetzt erzählt habe, ja. War das, oder kann es sein, dass man mehrere Inkarnationsanläufe gebraucht hat, um dann diese letzten Schritte zu machen und dann... Nein, man hat mehrere Inkarnationen gebraucht, um dann als Magier zu leben, um sich weiterzubilden. Also das endet ja nicht damit, ich kann es jetzt nur mit dem vergleichen, was wir machen, ja. Wenn man jetzt heute die Schritte vollzieht, dann heißt es ja auch, du bist jetzt erwacht, du hast diese Energie aufgenommen und so weiter. Das heißt ja nicht, dass du dann fertig bist. Ja, dann entwickelst du dich ja erst richtig weiter. Also heute machen wir das mit den Pionierschritte. Und damals war das halt dann so, dass du in den folgenden Inkarnationen dich weiterentwickelt hast und ein immer mehr Bewusstsein und Erfahrungen gesammelt hast, dass du als Magier immer wichtiger geworden bist. Also umso mehr du praktisch inkarniert und dich erfahren hast, umso mehr du dich ausgedehnt hast, umso mehr konntest du natürlich. Und dann gab es eben verschiedene Stufen von verschiedenen Magiern, die dann ausbilden durften, die sozusagen oder Wächter, Hüter waren. Also da gab es ja auch ganz verschiedene Richtungen, was Magier dann gemacht haben. Aber es war dann schon so, dass man in einer Inkarnation diese Ausbildung gemacht hat, wahrscheinlich dann auch irgendwann gegangen ist und sich in der nächsten Inkarnation das gleiche nochmal gemacht hat, oder? Ja. Ja, spannend, ne? Man kann sich das halt heute gar nicht mehr so vorstellen, weil ja heute, also ich meine, wir haben auch unsere großen Herausforderungen, gell, in der Jetztzeit und im goldenen Zeitalter. Aber wir haben natürlich auch sehr viel Freiheit und nicht mehr diese Strenge. Das war in Avalon schon anders. Also bei den Priestern zum Beispiel war es ja auch so, dass die, das waren ganz hohe Avatare, die Priester hatten ganz, ganz hohen Stellenwert in Avalon. Und die mussten sich auch der menschlichen Liebe entsagen und gleichzeitig noch ein Schweigegelöbnis ablegen und in Armut leben. Also die haben gleich 3 Sachen praktisch an Gelöbnissen abgelegt. Das musste jetzt ein Magier nicht. Ein Magier musste auch Gelöbnisse ablegen, aber etwas andere und nicht so ganz weitreichende als wie aber es ist schon so, dass Priester. Man als voranschreitende Seele wahrscheinlich beide Zyklen durchlaufen hat, oder? Also ich kann jetzt nur sagen, fast alle aus dieser großen Lichtfamilie, Der heutigen Lichtfamilie, die wir haben oder bilden oder sind, haben fast alle beide Zyklen durchlaufen und alle mit Erfolg abgeschlossen. Ja, spannend. Ich meine, man trifft sich auch immer wieder, das ist vielleicht auch wichtig zu sagen, ja, dass man ganz viele Menschen, die von bedeutender Wichtigkeit sind, in Inkarnationen wieder trifft. Also es ist jetzt mit Sicherheit kein Zufall, dass wir uns in dieser Inkarnation wieder getroffen haben. Ja, und deswegen ist es halt so, dass die Leute das besser verstehen. Also die Menschen, die von dieser golden-blauen Frequenz, also das, was unsere Lichtfamilie ist, haben, also ich würde jetzt mal sagen, 95% davon haben beide Zyklen erfolgreich durchlaufen. Und deswegen haben die ja auch so zu kämpfen. Das tut mir, da habe ich so viel Mitgefühl, Benny. Oft. Mir tut es wirklich richtig leid. Erzähl doch mal, was das genau bedeutet für die heutige Inkarnation. Dass diese Gelöbnisse noch so nachwirken. Und das damals in Avalon das Schöne. Ja, also wirklich für mich jetzt das Schöne war, dass eben ein Wort noch ein Wort war, ein Versprechen, ein Gelöbnis, ein Gelöbnis. Es hat nicht so viel Aber und Vielleicht gegeben. Das Blöde daran ist, dass man das praktisch bis heute mitgezogen hat. Natürlich nicht in Gänze,
Aber es ist immer noch oft im energetischen Feld zu sehen. Manchmal die Armut, das Verweigern von Fülle, das Verweigern von menschlicher Liebe und manchmal auch die Sprachlosigkeit. Also dieses Stillsein. Das ist auch, mir tut es dann richtig oft in der Seele weh und es sind dann auch so zwiespältige Gefühle in mir, weil ich meine, wie oft bei unseren Abenden und bei den Schritten werden Gelöbnisse gelöst. Und manchmal denke ich mir nach so einem Abend, oh je, schon wieder haben wir Gelöbnisse erlöst oder versucht zu erlösen. Die Menschen müssen ja auch denken, also hat die geistige Welt nichts anderes zu tun, als wie uns von diesen Gelöbnissen zu befreien. Wann klappt's dann endlich mal, vor allem 100%? Genau. Ne? Aber das ist halt so etwas Unglaubliches, was da in Avalon, wenn du da was versprochen hast. Ich meine, das ist ja eigentlich auch, ich habe mir da oft reinversetzt, was das tatsächlich bedeutet, dort ein Versprechen abzugeben in Avalon. Im Prinzip hing ja dein Leben davon ab. Oder du hast dein ganzes Leben einer Idee, dem Merlin-Titel, gewidmet. Genau. Und das über Jahrzehnte, vielleicht sogar noch länger, das weiß ich natürlich nicht, aber dann am Ende ein Gelöbnis abzugeben. Und davor schon ein Gelöbnis Ja, abzugeben. sowieso auch noch, ja. Und dann danach auch nochmal ein Gelöbnis. Und das ist... Und das nicht nur eine Inkarnation, sondern viele Inkarnationen. Genau. Und wenn du dann den ersten Magiertitel erhalten hast, dass du dich Merlin nennen darfst, gell? Hast du bei diesem Gelöbnis versprochen, niemals diese Macht zu missbrauchen. Weil das konntest du damals. Du konntest ganz leicht als Magier, hättest du diese Fähigkeit gehabt, diese Macht. Obwohl das damalige Missbrauchen etwas anderes ist als heute. Ja, Weil du aber weit über die Grenze hinausgehen durftest. Also ne? das will ich ja damit sagen, gell? Und auch das merkt man noch heute, dass die Menschen, die sich zu den magischen Energien so hingezogen fühlen, aber oftmals wirklich Angst haben. Und also Angst ist vielleicht jetzt auch übertrieben, aber würde ich schon so benennen. Ich weiß noch ganz genau, unser Seminar vor, keine Ahnung, circa 15 Jahren oder so. Da ging es um die magische oder um die Allmacht, um die magische Energie ist der Allmacht. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich mich danach gefühlt habe. Ich bin wirklich wochenlang wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Männchen rumgelaufen, gedacht, hoffentlich hört es bald auf. Ich habe so richtig im Solarplexus so stark diese Energie gespürt, das hat mir Angst gemacht, körperlich. Ich habe es halt körperlich gespürt. Und da kamst du dann irgendwann, hast dann gesagt, Benni, das ist die Magie. Und die Magie hat sich dann wie eine Blase über dir aufgefüllt. Und weil du Angst vor dieser Energie hast, weil sie so mächtig ist, hast du zugeschnürt. Genau. Und sie tropft so peu à peu, so langsam in dein System rein. Ne? Ist heute natürlich was anderes, nach den vielen Jahren. Aber ich weiß noch, wie es am Anfang war. Ja. Diese reine Energie zu spüren. Das ist schon was Übermächtiges. Gell? Ja. Also die magische Energie ist auch so spürbar. Es gibt so subtile Energien, die genauso wichtig sind wie, also jede Energie ist wichtig, gell? Jede Energie hat ihre eigene Aufgabe. Aber es gibt so bestimmte subtile Energien, die nicht so spürbar sind, aber die magische Energie ist eine Energie, die so richtig, richtig spürbar ist. Das war wirklich eine der ersten Energien, die ich so richtig körperlich gespürt habe, dass sie am liebsten weggelaufen wäre. Ja, und da haben halt Menschen dann immer noch irgendwie Bedenken, diese Magie auch zu nutzen, diese Fähigkeit. Und das sehe ich ja im Lichtkörper. Gell? Also ich schaue mir ja Tausende von Lichtkörper an und ich weiß gar nicht, wie oft ich das schon gesehen habe, dass die Gelöbnisse noch nicht erlöst sind, dass die Magie zurückgehalten wird, dass die Fähigkeiten zurückgehalten werden. Und es ist schade. Ja, total. Verständlich, aber schade. Und oftmals ist es dann auch, das ist jetzt wieder ein anderes Thema, ich meine, könnte man fast noch einen dritten Podcast machen, mit Naturgeister, und also die zu Avalon gehören, und auch die menschliche Liebe, weil das ist auch etwas, was ich wirklich ganz oft im Lichtkörper sehe. Also ohne ihn persönlich irgendwie da mir was anzuschauen, weil mir etwas interessiert, würde ich niemals machen. Aber das energetische Feld zeigt es halt dann oft, gell?
dass auch Menschen, die in Avalon zusammengefunden haben, in der menschlichen Liebe, die sich sozusagen dem Versprechen hingegeben haben, was wir heute Ehe nennen. Das gab es in Avalon noch nicht, Ehe. Was war es da? Das wurde übrigens in Stonehenge gefeiert, zum Beispiel auch. War ein Ritual, wo auch Magier, Priester zusammengekommen sind, um dann die zwei Menschen, die sich gefunden haben, den Segen zu geben. Mhm. Ja, aber Ehe im Sinne von, das hat es nicht gegeben. Ja gut, das ist ein anderes Wort halt, ne? Ja, aber zwei Menschen haben Ja zueinander gesagt. Und das war so stark, dass sich das oft bis heute, dieses Versprechen, ich werde niemals einen anderen Menschen lieben außer dich, das waren dann auch noch so alte Sprüche, weißt du, die man heute gar nicht mehr sagen würde, weil es nicht mehr zeitgemäß ist. Aber damals war das so. Also ein Spruch von diesem Ritual war, ich werde niemals wieder einen Menschen so lieben wie dich. Natürlich. und dann schaust du in das heutige Zeitalter und denkst so, oje, oje, oje. Du musst dieses Gelöbnis auflösen, wenn du eine glückliche Beziehung führen möchtest, weil den Menschen wiederzufinden, den du das damals in Avalon geschworen hast, ist auch möglich. Sowas gibt's. Ja, dass sich die wieder treffen. Aber wenn sie sich nicht wieder treffen, was wahrscheinlicher ist, und du so ein Gelöbnis abgelegt hast. Schwierig. Da muss man aber auch wissen, finde ich auch sehr interessant, vielleicht für die Leute, dass nicht jeder so ein Ritual vollzogen hat bei der menschlichen Liebe. Ja, das waren dann auch wieder so auch Auserwählte. Also es gibt ja immer Menschen, also so auserwählt hört sich so erhaben an, gell? So, da könnte man jetzt die Bewertung haben, der ist auserwählt. Das meine ich jetzt so nicht damit, aber mir fällt kein anderes Wort ein. Es waren Auserwählte, die praktisch in diesen Zeitepochen die Aufgabe hatten, die menschliche Liebe zu leben. Und die haben dann so Rituale veranstaltet. So eine höhere Aufgabe war es in diesem Leben, das zu leben. Genau. Und das war eine ganz wichtige Aufgabe, weil mit dieser menschlichen Liebe und mit diesem Gelöbnis ganz, ganz viel Verbindung entstanden ist zwischen Menschen. Und das war in Avalon sehr, sehr wichtig. Und deshalb ist dieses Gelöbnis im Lichtkörper noch zu sehen. Ja, super spannend. Biene hat mir damals einen Ratschlag gegeben mit der Magie, den möchte ich auch gerne mit euch teilen. Und es hat tatsächlich geholfen. Sie meinte, ruf mal Jesus und dann schau, was passiert. Also die Energie der Magie mit Jesus zu verbinden, macht sehr viel weicher und annehmbarer für die, die sehr empfindsam sind. Dann würde ich sagen, der heutige Podcast über die Magie und die Ausbildungen, super schön, total schön. Liebe Freunde, hinterlasst doch mal einen Kommentar und ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und liebe Biene, lieber Benny, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.